Moinsen! Herzlich willkommen zum nächsten Teil des Saigon Food Guides. Wir befinden uns mittlerweile bei Teil 7. Musste gerade extra nochmal nachschauen, bei welchem Teil wir sind. Und heute, wie man in der Liste sieht, befinden wir uns schon in der nächsten Sparte. Wir werden heute nämlich Bun Ryu essen. Bun Ryu ist eine, ja, ich würde sagen, underrated Suppe. Die haben viele nicht auf dem Schirm. Und dementsprechend finde ich es natürlich umso wichtiger, dass ihr auch dieses Gericht kennenlernt. Die Suppe ist allgemein eine tomatenbasierte Suppe mit Krabbenfleisch. Gibt es dann natürlich auch in Kombination mit anderen Fleischsorten bzw. anderem Fleisch. Wir werden verschiedene kennenlernen und fahren zum ersten Restaurant. Auf geht's! Das Restaurant, zu dem wir jetzt gehen, das habe ich zufällig entdeckt, als ich mal mit dem Grab vorbeigefahren bin. Und das ist mir aufgefallen durch ein sehr, sehr cooles Vintage-Schild, das quasi so an die alten Saigon-Zeiten erinnert. Und dementsprechend musste ich das natürlich probieren. Und die Google-Bewertungen waren auch sehr, sehr gut. Auch ein mega cooles Haus da drüben. Ich liebe allgemein Häuser mit sehr, sehr vielen Pflanzen, beziehungsweise die außen schön grün sind. Gefällt mir sehr gut. Das Restaurant befindet sich übrigens auch in der Möbelstraße. Ich nenne das immer Ikea von Vietnam, weil hier die ganze Straße entlang gibt es ja, alles mögliche an Möbeln. Kann man sich auch anfertigen lassen. Also ein bisschen wie Ikea Advanced. Das ist das Schild, was ich angesprochen habe. Also man sieht, glaube ich, hier gut den Unterschied. Das ist jetzt zwar Restaurant und das ist eine Firma. Aber das ist so ein Vintage-Schild, was auch ein bisschen ja, älter gemacht wurde, als es, denke ich mal, ist. Aber das ist das Restaurant und da gehen wir jetzt auch rein. Wir sind drinnen. Das hier ist das Restaurant mit dieser Wendeltreppe hier. Ist zwar recht warm, hier gibt es leider keine Klimaanlage, aber es ist in Ordnung. Dafür bekommen wir leckeres Essen. Sehr, sehr kleiner, sauberer Laden. Und ich finde auch das Design mit den Holzstühlen, wo ich ja auch gerade drauf sitze, finde ich sehr cool. Und vor allem mit Blick nach draußen, das ist sowieso immer cool zu sehen. Ich habe mir jetzt eine Schüssel mit allem bestellt. Soweit ich mich daran erinnern kann, waren da so Krabbenbällchen drin, Krabbenfleisch und ein Stück Fleisch, was noch am Knochen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das Rippchen sind oder welcher Teil vom Schwein das ist. Aber die Fleischsorten bzw. das war in der Suppe drin. Ich bin super hungrig, wie eigentlich vor jedem Video oder bei jedem Video. Dementsprechend kann ich gar nicht darauf warten, dass die Suppe endlich kommt. Das ist schon wieder zu lange her, dass ich mich daran erinnern kann. Aber hier an jedem Tisch steht quasi so eine Anleitung, wie man seine Soße zubereiten soll, also seine Dipping-Soße. Und dann habe ich hier jetzt noch so ein kleines Fläschchen mit ein bisschen Tamarind bekommen, also Tamarindsaft, beziehungsweise könnte auch schon Tamarindsoße sein dann. Und man hat am Tisch Mam Dom stehen, was Garnelenpaste ist. Riecht sehr, sehr streng und die meisten von euch, beziehungsweise viele von euch werden die nicht mögen. Ne? Ich habe mich aber mittlerweile nach mehr als 4 Jahren in Vietnam dran gewöhnt. Dementsprechend habe ich damit kein Problem mehr. Und die schreiben, dass man das im Verhältnis 3:1, also wahrscheinlich 3 davon und 1 von der Garnelenpaste mischen soll. Dann ein bisschen Chili, was auch am Tisch steht. Und was ich noch bekommen habe, Spritzer Limette reintun soll. Und das dann quasi zur Suppe dazu essen soll, beziehungsweise das als Dipping-Soße für die Suppe. Finde ich sehr cool, dass die einem quasi so einen Hinweis geben, wie man die Soße am besten zubereiten sollte. Finde ich cool. Eine Sekunde später ist auch die Schüssel schon da. Das ist eine Riesenportion. Wir haben hier keine verschiedenen Größen, sondern das ist einfach die Standardportion. Und man sieht schon, ist einiges drin, aber bevor wir reinstarten, machen wir erstmal die Soße. Verhältnis 3:1, also Tamarind, machen wir ein bisschen mehr, sagen ja 3:1. Dann haben wir hier die Garnelenpaste, die sehr, sehr streng riecht. Also ich kann verstehen, wenn ihr das nicht mögt.
rein da. Man muss auch sagen, Tamarind ist nicht die Standardsoße dafür, also da haben sie sich auch was Besonderes einfallen lassen. Chili sieht auch sehr, sehr gut aus. Davon natürlich auch was rein. Und noch die Limette dann. Toll. Da können wir auch gleich ein paar Spritzer in die Suppe reinmachen. Und dann natürlich die Soße. Das reicht schon. Dann probieren wir mal. Ich habe jetzt hier schon mal die Soße verrührt und nach dem Verrühren sieht das wirklich super gut aus. Zeige ich jetzt auch mal, was wir in der Suppe haben. Also hier erstmal das ganz große Stück, das dürfte Rippchen sein, also ein Rippchen, Schweinerippchen. Dann haben wir hier die verschiedenen Bällchen, das dürfte auf jeden Fall ein Krabbenbällchen sein, also mit Krabbenfleisch. Das könnte ein Fischbällchen sein, also verschiedene Bällchen hier drin. Dann haben wir die Nudeln, Reisnudeln. Und was hier auch besonders ist, ich habe mir die Portion mit allem bestellt, also Duck Beef besonders, haben wir hier auch ja, Blutwürfel. Ich weiß, das wird auch nicht jedermanns Sache sein. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich kann überhaupt keine Innereien essen, aber das ist in Ordnung. Das ist nur ganz leicht, also dieser Eisengeschmack, den man normalerweise bei Innereien hat, ist hier nur ganz leicht. Und passt für mich sehr gut zur Suppe dazu mittlerweile. Das ist genau wie mit der Shrimp-Paste bzw. Garnelenpaste. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt und das schmeckt mir mittlerweile auch. Hier probieren wir erstmal hier ein Fischbällchen. Das sind so Standard-Fischbällchen, die in sehr, sehr vielen Suppen drin sind, die man auch zum Hotpot isst und so weiter. Also das wird mir definitiv schmecken. Die Soße ist leicht säuerlich vom Tamarind. Diejenigen, die Tamarind kennen, ist so leicht säuerlich. Dann mit der Garnelenpaste, die durch das Chili und diesen säuerlichen Geschmack vom Tamarind ein bisschen untergeht, aber so ihren gewissen Teil dazu beiträgt. Super Soße, finde ich schon sehr geil mit dieser Anleitung. Das ist wirklich sehr cool. Dann probieren wir mal die Brühe noch. Ja, ist ein bisschen leichter, wie man es bei Bon Rio kennt. Also ein bisschen leichter vom Geschmack her. Ja, super. Klingt wie so ein Rentner. Super, Mensch. Dann die Krabbenbällchen hier. Das ist quasi ein geformtes Krabbenfleisch. Zergeht im Mund und schmeckt sehr krabbig. Wer hätte es gedacht? Dann der Blutwürfel, der wahrscheinlich viele abschrecken würde. Mich auch anfangs, keine Frage. Ja, mir schmeckt das mittlerweile. Hätte man mir das vor 3 oder 4 Jahren gesagt, dass mir das irgendwann mal schmeckt, hätte ich kein Wort geglaubt. Dann natürlich die Nudeln, bei denen man nicht viel falsch machen kann. Die werden ja sowieso eingekauft. Super, super gut. Und Rippchen, ich bin normalerweise, ich muss dazu sagen, kein Freund von Fleisch, was am Knochen serviert wird. Außer bei Spare Ribs und bei Chicken Wings. Da finde ich das gut. Und hier in der Suppe oder in Suppen ist es normalerweise auch in Ordnung. Hallo. In Suppen ist es normalerweise auch in Ordnung, weil das Fleisch bzw. hier dann die Rippchen sehr, sehr lange gekocht werden und dadurch ist das Fleisch so zart, dass es quasi vom Knochen fällt. Ich kann euch das mal zeigen. Das kann man einfach abziehen. Sehr, 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 sehr zartes Fleisch. So wie man das bei lange gekochten Rippchen auch kennt. Natürlich die Soße nicht vergessen. Geil. Und bevor sich Ellie wieder aufregt, dass ich ohne Kräuter esse, packe ich jetzt sogar die Kräuter mit rein. Hier hat man so einen Teller bekommen
mit Kräuter, Salat, ich sehe schon Minze, also alles mögliche an Kräutern und Salat. Das packen wir auch noch mit rein. Ich mache es sogar heute mal richtig extrem, come on. Wir machen alles mit rein. Ich muss meinen Kräuterspeicher auffüllen. Heute ist der Tag. Das wird jetzt den Geschmack zu 100% verändern. Aber dann habt ihr mal beide Sichtweisen quasi. Einmal so wie ich es esse und einmal so wie es eigentlich alle anderen essen. Abwarten. Ich bin jetzt schon sehr froh, dass ich das getan habe mit den Kräutern, weil es dadurch extrem frisch schmeckt und nochmal leckerer. Lass ich das mal sagen. Hier sieht man jetzt auch, wie sich die Schüssel verändert hat durch die ganzen Kräuter und Salat. Das war alles sehr, sehr klein geschnippelt. Sieht das jetzt, ich muss es zugeben, nochmal besser aus. Also sieht wirklich nochmal ansprechender aus jetzt. Und es schmeckt genauso, wie es aussieht. Super. Auch wenn es heute ein bisschen schwerer war durch das Wetter, habe ich alles erfolgreich aufgegessen. Wirklich sehr, 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 sehr lecker. Ich weiß, ich sage das zu fast jedem Gericht, aber deswegen sind sie auch meine Empfehlungen. Also den Laden kann ich euch empfehlen. Aber vielleicht an einem Tag hingehen, wo es nicht allzu heiß ist, beziehungsweise kurz hingehen zum Essen und danach wieder in die Klimaanlage. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch tun. Ich werde mir jetzt irgendwo eine Klimaanlage suchen, bevor wir zur zweiten Empfehlung gehen. Weil ich muss auf jeden Fall ein bisschen runterkühlen. Ich komme aus dem Schwitzen nicht mehr raus. Nach einer kurzen Abkühlung hier bei Phuc Long, einem Café, geht es mir jetzt wieder besser. Ich bin wieder frisch und wir können zur zweiten Empfehlung gehen. Die zweite Empfehlung wird wahrscheinlich wieder genauso heiß werden wie die erste. Das ist eine Empfehlung, die ich auch zufällig gefunden habe. Ich bin da mal dran vorbeigegangen und da wurde mir gesagt, dass es eine ziemlich bekannte Straßenküche ist, vor allem bei Foodtouren. Also viele Foodtouren gehen dahin und die zeige ich euch jetzt. Hier sieht man schon die ganzen Apartmentgebäude. Das sind sehr, sehr alte Apartmentgebäude. Ich kann euch nicht genau sagen, wie alt die sind, aber die gibt es hier schon einige Jährchen. Und genau in dieser Gegend befindet sich die Straßenküche. Diese Gegend hier sieht so cool aus. Ich liebe es zu sehen, wie die Leute hier leben. Hier auf der anderen Straßenseite haben wir jetzt die Straßenküche, beziehungsweise eigentlich Straßenküche / Restaurant. Man hat hier einen Tisch draußen und die haben auch, glaube ich, noch 2 Tische drin. Gehen wir mal rein. Hallo, xin chào. Yeah. Trong Motto Bonriu? Bonriu? Ja. Come on. Auch wieder ein kleines, unscheinbares Restaurant. Man sitzt hier quasi im Wohnzimmer von den Leuten gefühlt. Jetzt warten wir auf unsere Portion. Come on. Kommen wir schon das Kraut, beziehungsweise das Gemüse, die Kräuter. Und Portion kommt gleich. Hier drin wird mir jetzt zumindest von Ventilatoren angeblasen. Jetzt haben wir auch schon die Suppe vor uns. Und man sieht, denke ich, gleich einen deutlichen Unterschied. Hier hat man gleich 2 Tomaten, die einem ins Auge stechen. Und auch wesentlich mehr. Also man hat hier zum Beispiel auch wieder dieses vietnamesische Mortadella drin. Man hat hier Meeresschnecken drin, die man hier sieht. Und man hat hier, ich glaube, das dürfte Tofu sein, frittierter Tofu. Also eine, sage ich mal, lokalere Portion Bonriu. Gerade als ich anfangen wollte zu essen, ist eine Riesengruppe gekommen mit einer Foodtour. Wie ich es vorher gesagt habe, das ist ein sehr bekanntes Restaurant bei Foodtouren oder für Foodtouren. Und dementsprechend muss ich jetzt länger warten, dass ich hier dieses Video machen kann, weil es sehr, sehr laut wurde und sehr, sehr voll wurde. Aber wirklich diese Straßenküche bzw. die Besitzerin von der Straßenküche hier ist so süß. Sie hat mir jetzt nochmal eine extra Schüssel gebracht mit heißer Brühe, damit meine Suppe wieder heiß ist. Also unglaublicher Service. Wir werden jetzt hier die verschiedenen Sachen probieren. Die haben ja wesentlich mehr Sachen drin in der Suppe. Hier haben wir jetzt einmal Schweinefleisch, also ganz normales gekochtes Schweinefleisch. Die Brühe schmeckt definitiv anders. Also das könnten schon wieder 2 unterschiedliche Gerichte sein im Vergleich zu der Suppe vorhin.
Hier haben wir natürlich auch wieder diese Blutwürfel drin. Die werden nicht so viel anders schmecken. Genau gleich. Aber ich habe vorhin schon gesagt, mittlerweile mag ich das. Dann was in Bonrio normalerweise auch drin ist, wundert mich ehrlich gesagt, dass der andere Laden das nicht drin hatte. Frittierter Tofu. Das ist bei Bonrio eigentlich so gut wie immer dabei. Nur vorhin war das halt einfach eine besondere Art, beziehungsweise eine andere Art von Bonrio. Die hatten da auch Rippchen drin und diese Krabbenbällchen, die hat man normalerweise nicht drin. Also die haben das halt einfach eine spezielle Version gemacht. Tofu, auch immer genial. Dann ist ja auch tomatenbasierte Suppe. Dann hat man natürlich auch Tomaten drin. Und was man auch noch drin hat als Besonderheit, warte mal, machen wir es, wo versteckt sich's? Hier als Besonderheit haben wir noch die Schnecken drin. Schnecken haben keinen besonderen Geschmack, beziehungsweise keinen herausstechenden Geschmack. Passen für mich aber hier sehr, sehr gut zur Suppe dazu. Wenn man die nicht haben möchte, kann man das natürlich auch sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Blutwürfel nicht haben möchte, kann man das sagen. Man kann sich das so zusammenstellen, wie man mag. Aber ich bestelle so gut wie immer mit allem, dass man auch mehrere Sachen probieren kann, beziehungsweise mehrere Sachen einfach in der Schüssel hat. Und hier haben wir anstatt den Krabbenbällchen einfach das Krabbenfleisch. Eigentlich genau das gleiche, nur dass es halt nicht in Bällchenform ist. Ich habe natürlich wieder fleißig aufgegessen. Ich konnte da jetzt leider nicht allzu viel filmen, weil wirklich eine Food nach der anderen kam und es dann immer extrem voll wurde. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem den Unterschied gesehen zwischen dem ersten und dem zweiten Laden, beziehungsweise zwischen den Suppen. Ich werde euch im nächsten Video noch 2 Bonrio Restaurants zeigen, damit ihr da auch wieder eine volle Auswahl habt. Ich verabschiede mich dann für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Auch wenn das jetzt im zweiten Laden bzw. in der Straßenküche ein bisschen chaotisch wurde und ich nicht allzu viel filmen konnte, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ciao, ciao.